Hallöchen, it's me, your German buddy, and in today's video we'll learn how to say how are you in German and in a few different ways and different stages of politeness. And I will also give you some example responses, so let's get started. Fangen wir mit den höflichen Formen an. Und zwar, wie ist es Ihnen ergangen? Danke der Nachfrage. Mir ist es gut ergangen. Nutzt man heutzutage nicht mehr. Kann aber ganz lustig sein. Dann ist es höflich, wenn du jemanden mit Nachnamen ansprichst, zu fragen, wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, vielen Dank. Kommen wir jetzt zu normalen Fragen, die du stellen kannst, was in eigentlich jeder Situation okay wäre. Solange es nicht sehr höflich sein muss. Das klassische, wie geht es dir? Oder du kannst es auch abkürzen und sagen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Mir geht's auch ganz gut. Geht's dir gut? Ja. Jetzt gibt's ein paar verschiedene Versionen von alles klar bei dir, alles okay bei dir oder alles in Ordnung bei dir. Alles klar? Alles im grünen Bereich. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich blendend. Jetzt kommen wir zu den umgangssprachlichen Fragen, die man so eher Freundinnen oder Freunden stellt. Was geht? Nicht viel. Ja, bei mir auch nicht. Wie läuft's? Es läuft ganz gut. Wie steht's? Es könnte besser sein, aber ich komme zurecht. Wie ist die Lage? Nicht schlecht, danke. Was gibt's Neues? Nicht viel, alles läuft wie gewohnt. Jetzt kommen wir zu spezifischen Fragen, also wenn du etwas fragen möchtest, was nach einer besonderen Situation fragt, wo es um ein Thema geht. Zum Beispiel, was macht die Arbeit? Was macht die Uni? Was macht das Leben? Ich hatte ein paar Herausforderungen, aber insgesamt ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Wie war dein Tag bisher? Wie war dein Wochenende? Wie war dein Urlaub? Wie war dein Tag bisher? Nicht so gut, aber ich hoffe, es wird besser. Ich drück dir die Daumen. Wie lief die Prüfung? Wie lief das Jobinterview? Wie lief die Prüfung? Lief ganz gut. Ich denke, ich habe bestanden. Wie lief das Jobinterview? So lala, ich hoffe, ich bekomme den Job. Ich habe schon gar nicht mehr zugehört. Wie fandest du die Vorstellung? Wie fandest du den Film? Wie fandest du das Essen? Wie fandest du die Vorstellung? War nicht schlecht, oder? Ja, nicht schlecht. Hast du gut geschlafen? Ja, wie ein Baby. Und du? Ich wünschte. Jetzt kommen wir zu ein paar Bonusfragen. Und zwar sind das alberne Fragen, die ich so mal aufgeschnappt habe. Kannst auch fragen, alles in Butter? Alles fit? Davon gibt es dann noch alles fit im Schritt? Ist aber irgendwie vulgär, also seid ihr darüber bewusst. Dann gab es noch was mit alles Klose in der Hose, bezieht sich auf einen ehemaligen deutschen Nationalspieler. Aber irgendwie mehr fallen mir gerade nicht ein. Vielleicht hätte ich ein paar mehr vorbereiten sollen. Alles in Butter ist noch ziemlich normal, ja. Also das fragen Leute auch so im Alltag. Aber alles fit im Schritt? Ich habe gerade alles Klose in der Hose gegoogelt, aber es kommt einfach kein Suchergebnis dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht nur in meinem Umfeld, dass sowas gesagt worden ist, weil das ist schon irgendwie seltsam. Oh ja, meine Lieben, dann habe ich nicht so viele alberne Sachen. Das sind die einzigen, die mir so eingefallen sind, die ich kennengelernt habe, so im Laufe meines Lebens. 3 Stück. Davon ist 1 eigentlich sogar normal. Oh, schön. Okay, also von ChatGPT, die Möglichkeiten sind auch interessant. Wie schwingt der Affe im Dschungel? Wie tanzt der Bär in deinem Wald? Wie läuft es bei dir im Hamsterrad? Ich habe das Gefühl, das ist einfach nur übersetzt worden aus dem Englischen. Also ich persönlich habe jetzt diese Formulierung noch nie gehört. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Okay, ich habe jetzt auch eine Frage, die solltest du so am besten nicht stellen, aber sonst geht's dir gut. Es ist halt wie eine Frage aufgebaut, aber es ist eher so etwas wie, hast du noch alle Tassen im Schrank? Weil man dann eben mit dieser Frage ausdrücken möchte, dass der andere irgendwie ein bisschen verrückt ist. Und geht's dir gut ist auch so eine Abwandlung davon, aber wenn du das eben nett betonst, dann wann ist das passiert? Aber sonst geht's mir gut. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Ich gerade nicht. Es ist also eher, um damit zu behaupten, dass die Person verrückt ist. So wie ich jetzt gerade. Ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt. Manche würden sagen, aber sonst geht's dir gut, könnte egal sein. Mir ist es jetzt auch erstmal egal, weil ich bin gerade auch in der Prüfungsphase. Ab jetzt ist es wieder okay. Was auch schwierig ist zu fragen, je nachdem, wie du es betonst, ist, geht's dir gut? So ist es noch ganz okay, ganz normal gefragt, wie ich es auch vorher gemacht habe. Aber geht's dir gut?
ist dann doch auch wieder herablassend und eher so dieses, du bist doch verrückt. Nur eben nicht so explizit gesagt. Und jetzt bist du dran. Schreib doch in die Kommentare, wie dein Tag denn heute so war. Würde mich interessieren. Ich mache das, glaube ich, auch mal. Welche Variante gefällt dir denn am besten? Und dann kannst du ja darauf antworten und es in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dir noch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, sobald ein Video hochgeladen wird. Momentan ist es jeden Samstag. Über die Unterstützung würde ich mich jedenfalls freuen. Das heißt nämlich, dass in Zukunft solche Sachen einfach neu gefilmt werden. Aber das ist ja jetzt auch nur eine Oberflächlichkeit und nichts Inhaltliches. Deswegen bleibt es drin. Ich hoffe, die Beispiele haben dir geholfen und du hast jetzt ein gutes Vokabular, womit du dann andere fragen kannst, wie es ihnen geht. Ich hoffe, es waren auch genug Beispielsätze, sonst lass es mich gerne wissen und dann könnte ich mich vielleicht auf Antworten fokussieren und vielleicht auch nochmal auf Fragen fokussieren und dann vergessen wir einfach, dass das hier passiert ist. Morgen habe ich es schon wieder vergessen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns. Bis dann. Ja, immerhin habe ich Spaß. So, jetzt aber schnell. Ich habe keine Zeit.